Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder sehr viel zu berichten. Das Update 19.0 ist heute exklusiv auf S31 erschienen und wird morgen weltweit auf alle anderen Server ausgerollt. Des Weiteren wurde auch schon die neue Welt EU8 angekündigt. Ja, die startet, wie schon bereits vermutet, vor 1-2 Tagen am 17.11. Und ihr könnt euch bereits am 10.11. einen Charakter auf EU8 schon erstellen. Das ist aber auch noch nicht alles, denn in Update 19.0 kommt jetzt auch offiziell der Nekromant ins Spiel. Der sieht jetzt so fertig designt aus. Das ist die fertige Klasse und das überarbeitete Design nochmal. Und den könnt ihr dann auch zum Serverstart von EU8 spielen. Ja, und was ist natürlich immer das Wichtigste, wenn ihr auf einem neuen Server durchstarten wollt? Klar, Vorbereitung ist alles. Deswegen empfehle ich euch da auf jeden Fall auch eventuell auf meinem Discord vorbeizuschauen, denn dort sind schon einige Leute, hier der Caps auch gerade geschrieben, einige Leute auf der Suche nach einer Gilde, beziehungsweise Leute, die eine Gilde gründen wollen und Mitglieder suchen. Da könnt ihr sehr gerne auf meinem Discord vorbeischauen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es eine Sektion Gilden- und Spielersuche. Da könnt ihr reinschreiben, falls ihr auf EU8 durchstarten wollt, dann könnt ihr hier reinschreiben, dass ihr eine Gilde sucht oder eventuell als Gildenleiter Spieler sucht für eure Gilde, ja. Seid ihr recht herzlich eingeladen, hier reinzuschreiben, denn es gibt nichts Wichtigeres als eine feste Truppe schon am Anfang des Starts von einem neuen Server zu haben, damit ihr da nicht alleine auf weiter Flur steht. Ne? Natürlich werden wir auch den Serverstart spielen, mit begleiten und ich werde auch die neue Klasse dort auf EU8 ausprobieren. Werden generell schauen, wie sich der Server so verhält. Ich hatte ja vor 2 Tagen oder so angekündigt bzw. vermutet, dass das eventuell wieder ein neuer Rekordserver werden könnte. Deswegen werde ich da auf jeden Fall meine Glubscher drauf richten. Ja? Wenn ihr da nichts verpassen wollt und weitere News zu Shakes and Fidget, Gewinnspiele, Giveaways, Codes, dann lasst sehr gerne ein kostenloses Abo auf dem Kanal da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir kommen zum Changelog 19.0. der heute ausgerollt wird und morgen überall anders auch. Hallo, hier ist Changelog 19.0 für unser Update, das morgen veröffentlicht wird. Neue Features, neue Klasse, der Nekromant beschwört untote Schergen, die dich im Kampf mit ihren einzigartigen Fähigkeiten unterstützen, inklusive Sounds und Infoscreen. Der Elevator wird hier auch angekündigt, also es kommt auch ein neuer Elevator. Der ist datumstechnisch jetzt hier noch nicht vermerkt worden, wann der kommt, aber ich gehe mal auch ganz stark von aus, dass der am 17. erscheinen wird. Ja? Also zum Serverstart von EU8. Elevator-Ebene, Gewalt. Ja? Gegner, Bosse, Grafiken und Texte, alle Ebenen für den Elevator sind damit vollständig. Also es kam ja jetzt immer ein neues Thema für einen neuen Elevator und jetzt gibt es wahrscheinlich einen festen Zyklus, der sich immer wieder wiederholt, wie beim Legendary Dungeon auch, der jetzt halt eben mit dem letzten Elevator-Ebene, mit der letzten Elevator-Ebene Gewalt jetzt vervollständigt worden ist, ja. Also jetzt gibt es nochmal ein paar neue Bosse bzw. Gegnertypen und danach wird sich das wahrscheinlich auch wiederholen. Die Löschung des SF-Accounts und der Spielerdaten ist jetzt über die Einstellungen möglich. Die Löschung wird für 30 Tage vorgemerkt, auch bei einzigartigen Charakteren, die aus einem SF-Account gelöscht werden sollen und automatisch durchgeführt, wenn sich nicht mehr zwischenzeitlich eingeloggt wird. Twitch-Drops. Drops können nun auch Schlüsselkarten für den Elevator erhalten. Krasse Sache auf jeden Fall. Verbesserung, tägliche Aufgabenliste kann nun wie die alte APAC-Liste über einen zweiten Klick auf den Postknopf geöffnet werden. Ich frage mich, ob das schon draußen ist. Warte mal. Also das war ja wirklich schon, das haben sich ja wirklich sehr viele gewünscht. Also wir gucken mal auf die Post und klicken nochmal. Okay, ist jetzt noch nicht draußen, aber vielleicht muss ich auch mal meinen Browser aktualisieren, ich weiß nicht ganz genau. Genau, ansonsten morgen ist das ja sonst überall auf jeden Fall erhältlich. Mobile Toggle innerhalb des Postscreens. Okay, das Achievement Geheimagent wurde an die Aufgabenliste angeglichen, sodass nun statt 100 Geheimaufträgen 200 tägliche Belohnungspakete eingesammelt werden müssen. Wenn das alte Achievement bereits gestartet oder abgeschlossen wurde, wird dieser Fortschritt in das neue
Achievement übernommen. Dadurch, dass ja im Sammelalbum es ein Achievement gab, wo man die Abhakliste sammeln musste, die ja jetzt nicht mehr existiert durch den Goblin, haben sich halt nun viele Leute gefragt, wie verhält sich das denn jetzt nun mit dem Achievement? Da ist irgendwie nichts irgendwie gemacht worden, beziehungsweise wissen nicht, was sie jetzt tun sollen irgendwie. Also da gibt es jetzt halt dementsprechend auch eine Lösung. War natürlich klar, dass das früher oder später auch angepasst werden muss. Genau, die Grafik des Gauka-Goblins wurde aktualisiert und sein Standort in der Stadt optimiert. Werden wir auch mal nachschauen, denn wenn das soweit ist. Animationen beim Öffnen von Belohnungspaketen wurden optimiert. Immer gut auf jeden Fall. Das war so ein bisschen, wenn man hier die Pakete einsammelt, ein bisschen statisch, sag ich mal irgendwie. Genau. So, was haben wir noch? Um die Aufgaben zu erfüllen, bei der die Attraktionen beim Arena Manager mehrfach für Zaster verbessert werden müssen, zählt jetzt nicht mehr ausschließlich einzelne Klicks. Dadurch kann der Multiplikator verwendet werden, um mit einem Klick mehr Ausbauten auf einmal durchzuführen und die Aufgabe dadurch abschließen. Auch sehr nützlich. Elevator, eine Schleckerei kann jetzt mehrfach gekauft werden und ihre Haltbarkeit so auf bis zu 24 Stockwerke erhöht werden. Das ist ein Quality of Life Update, würde ich mal sagen, weil du ja vorher immer alles überkaufen musstest, wenn du was anderes haben wolltest, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Gilde, der sekundäre Waffenslot zeigt nun einen Tooltip bei allen Klassen, die einen Infoscreen besitzen, der darauf hinweist, dass über einen Klick der Infoscreen geöffnet werden kann. Grafik der Magierklasse wurde aktualisiert. Da hatte ich auch irgendwo mal ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle so finde, aber das Bild vom Magier wurde ein bisschen angepasst. Finde ich das jetzt so auf die Schnelle, ist die Frage. Das kann ich euch nicht sagen. Also von dem Einlog-Screen. Ach, ja doch, hier ist es. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt der neue Magier. Ja, sieht ganz cool aus. Wurde halt ein bisschen überarbeitet. Ne? Ist, denke ich mal, ganz nice to have. Ne? Habt ihr das auch gesehen? Genau. Ja, und dann wurden ein paar Fehler behoben. Da könnt ihr sehr gerne auch euch das Ganze nochmal durchlesen, wenn ihr wollt. Da werde ich jetzt nicht nochmal genauer auf die Sachen drauf eingehen. Und auf jeden Fall sehr viele coole Neuigkeiten. Jetzt geht es also los, jetzt ist es soweit offiziell jetzt kann es reingehen. Ich bin schon sehr gehypt auf den neuen Serverstart EU8, auf den Nekromanten, den dann jetzt auch nochmal in fertiger Art und Weise zu testen. Ich gehe mal stark von aus, dass da jetzt nicht nochmal irgendwas geändert worden ist, weil es kam ja jetzt auch nicht nochmal ein Beta-Test oder so, und wenn jetzt irgendwelche Überarbeitungen an der Klasse geschehen wären, dann würde das ja auch kommuniziert werden. Und da stand ja jetzt nichts weiter dazu. Deswegen gehe ich mal von aus, so wie wir jetzt den letzten Stand in der Beta mit dem Nekromanten hatten, so wird er wahrscheinlich auch auf EU8 bzw. weltweit überall released werden. Und da bin ich sehr gespannt. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr den Nekromanten spielen? Werdet ihn auf EU8 spielen oder eventuell als Aufholer? Also ich habe auch von vielen Leuten schon gehört, die Bock drauf haben, die neue Klasse auf einem alten Server durchzustarten. Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Und da freuen sich natürlich auch immer die alteingesessenen Spielerschaften auf den alten Servern, dass da wieder ein bisschen Dynamik in den Server reinkommt und vielleicht in ein paar Jährchen dann dort auch für Nachschub gesorgt ist. Weil ja viele Server halt auch eben ziemlich stark am Aussterben sind. Deswegen passieren ja auch im Moment diese ganzen Merges. Ne? Und mal gucken, ob bis dahin denn schon einigermaßen eine Stufe erreicht worden ist von den Aufholern, sag ich mal, dass die in eine Top-Gilde reinkommen. Ansonsten wird ja halt eben wegen den Merges für sehr viel Aktivität auf den Servern dann halt eben auch gesorgt. Ich bin gespannt, wann die ganzen deutschen Server und die ganzen internationalen Server irgendwann mal zusammengetan werden und wie weit, in welchem Ausmaß das auch passieren wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich freue mich da auch schon drauf, tatsächlich mit anderen Leuten rund um mein Server S31 auch zu konkurrieren und mit den Leuten dort dann auch zu spielen, beziehungsweise sich dann halt zu messen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
und ja, sorgt wahrscheinlich auch wieder für sehr viel ja, Motivation, Ansporn. Man wird wahrscheinlich ein paar Plätze sinken in der Ehrenhalle, aber das ist nicht so schlimm. Da habe ich das dann lieber, dass man ja, auf jeden Fall dann einen aktiveren Server hat und die Konkurrenz dann ein bisschen belebter ist dadurch dann. Ne? Ja, wenn man sich das Ganze hier abholt bei den täglichen Belohnungen, oh nice, haben wir alles schon erledigt hier tatsächlich, dann passiert das Ganze ja ohne großartige Animation. Ich bin gespannt, wie das denn aussieht, wenn das denn überarbeitet worden ist. Ja, da haben wir das hier tatsächlich schon soweit abgehakt heute. Also es gibt wirklich verdammt viel Gold, das muss ich mal so sagen. Wir sind schon auf 370.000 Intelligenz, das ging jetzt wirklich schnell die letzten Tage. Aber freut mich auf jeden Fall. Und ja, das waren jetzt erstmal soweit alle News, die ihr wissen müsst. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Startet ihr auf EU8 und werdet ihr den Nekromanten spielen? Wenn ja, wo? Würde mich mal auch interessieren. Ansonsten, wie gesagt, schaut unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren angepinnt mein Discord. Dort könnt ihr euch sehr gerne austauschen über ja, eure Gilden, beziehungsweise falls ihr irgendwo reinjoint oder auf EU8 starten wollt, sehr gerne da connecten miteinander. Hat schon vielen Leuten geholfen. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.